Moin, Ladies and Gentlemen. Heute möchte ich die Zeit mit euch zusammen nutzen und noch einmal das Thema bürstenlose Motoren oder brushless Motoren einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Bedeutet, wir werden uns zunächst einmal den Warhead Ronin im Detail anschauen. Bedeutet hier so das Steckenpferd aus dem Hause Warhead, 200 € das Teil. Schauen wir mal, ob er im Vergleich zu den anderen Warhead Motoren irgendwo vielleicht besser ist, vielleicht sogar nicht ganz so gut ist und ob sich einfach diese 200 € bei dem Ronin einmal bemerkbar machen. Ebenfalls möchte ich gleich passend dazu nochmal zwei Themen aufrollen. Und zwar einmal das Thema Aussetzer in Kombination Warhead mit irgendeinem EFCS-System. Falls ihr euch zurückerinnert, ich habe bei meiner Honey Badger hatte ich immer wieder das Problem mit dem Warhead-Motor, dass die Knifte jeden 20. oder jeden 30. Schuss einmal ausgesetzt hat. Bedeutet, einfach man hat getriggert, aber der Motor hat nur kurz gezuckt, aber die Knifte hat nicht geschossen. Erst sobald man dann wieder getriggert hat, ging das Ganze wieder von vorne los und das war einfach immer wieder der Fall. So, dieses Problem konnte ich einmal lösen, darauf möchte ich eingehen und ebenfalls möchte ich mit euch etwas auf das Thema Aktivbremse eingehen. Denn man hört oder man liest einfach sehr viele unterschiedliche Meinungen im Netz und da habe ich mich jetzt die letzten Wochen einfach mal mit ein paar EFCS-Herstellern ein bisschen auseinandergesetzt, inwieweit überhaupt so ein Brushless-Motor zu einer Aktivbremse kompatibel ist oder ob das überhaupt funktioniert. Wie gesagt, hier möchte ich darauf eingehen und dann schauen wir uns ebenfalls parallel in der Statistik einmal die Werte nochmal an von dem Norwich 24K Motor aus der SSR 90 und ebenfalls habe ich in der Statistik den Slong No-Stop Motor mit aufgenommen. Also lehnt euch zurück, hauen wir ein Intro raus, dann geht's los. So, dann beginnen wir dieses Video zunächst einmal mit dem Ronin. Was bekommt ihr? Was sind die Unterschiede jetzt Ronin zum CNC Black und auch zum Base Motor einmal? Sprechen wir einfach alles im Detail ein kleines bisschen durch und ob das Ganze Sinn macht oder vielleicht keinen Sinn macht. Also fangen wir mal an, Ronin. Ich habe jetzt hier den Long Type, also für Standard AR15, M16 Modelle zum Beispiel in 31K. Das ist auch der langsamere. Es gibt auch noch einen, der hat ein bisschen mehr Umdrehungen. Aber gerade für den Semi-Only-Bereich ist ein 31K locker ausreichend und können natürlich auch wunderbar mit dem 12.1er oder mit dem 13.1er Gearset einmal kombinieren. Wie gesagt, also 31K hört sich zwar schnell an von der Drehzahl, da es ein Brushless-Motor ist, problemlos mit einer schnellen Untersetzung einmal kombinierbar das Ganze. So, Verpackung ist letztendlich exakt identisch, nur dass halt jetzt einmal Ronin draufsteht, ein bisschen anders farbig ist, das ist relativ wurscht, das interessiert letztendlich keinen. So, und auch der Lieferumfang ist letztendlich exakt identisch zu den anderen Warhead-Motoren. Bedeutet hier zunächst mal kleine Anleitung, die solltet ihr euch, wenn ihr das Video euch nicht anschaut, unbedingt mal anschauen, denn hier wird genau drin erklärt, wie ihr da einmal das Pinion Gear installiert. Schauen wir uns aber gleich einmal an. So, dann sehr viel Schaumstoff und hier seht ihr eben auch einmal den Ronin Motor drin liegen. Und ihr seht ebenfalls auch bei dem Ronin müssen wir vorne den Schaft wie auch die Feder und unser Pinion Gear wieder selbstständig einmal installieren. Bei anderen Motoren kommt es immer vorinstalliert, kann man jetzt sehen wie man will. Mir persönlich wäre es eigentlich lieber gewesen, sie würden das Pinion Gear direkt out of the box fertig montieren und fertig verkleben. Somit ist die Fehlerquelle vom Benutzer einfach etwas geringer. Kleiner Nachteil natürlich, wenn jetzt jemand ein anderes Pinion Gear nutzen möchte, ein D-Type, dann könnte er Probleme bekommen, denn das Ganze muss natürlich abgezogen werden und da die Welle nicht so gut gehalten wird oder relativ schnell mit viel Druck rausgezogen werden kann, kann es ein paar Probleme machen. Dementsprechend, wie gesagt, ein Vorteil und eben auch ein Nachteil. Also wir müssen das Ganze wieder selbstständig einmal zusammenbauen. Bedeutet, wir haben hier einmal die Feder, wir haben hier diesen vorderen Schaft mit dem Kugellager drin oder mit der Lagerung und hier haben wir einmal unser Pinion Gear. Und ihr seht, das Pinion Gear ist schon ein kleines bisschen Silber an den Laufstellen von den Zähnen vorne, denn ich habe den Motor natürlich bereits einmal für euch getestet und jetzt im Nachhinein einfach nochmal gereinigt und eben es nochmal demontiert, damit ich euch das einmal zeigen kann. So, wie gehen wir vor? Letztendlich nur einmal hier vorne das Aluminiumteil hier drauf schieben mit dem Lager. Hier darauf achten, dass es wirklich komplett bis Anschlag einmal am Motorgehäuse hinten anliegt.
und dann muss einmal unser Pinion Gear drauf. So, das ist ein D-Typ, also Welle vorne nicht rund, kein O-Type, sondern ein D-Type mit einem kleinen Gewindestift drin. So, und das Ganze müsst ihr unbedingt verkleben. Vergesst das niemals. Wenn ihr das nicht verklebt, löst sich das Pinion Gear, keine Ahnung, nach den ersten 10 bis 20 Schuss ist das Ding lose. Also immer verkleben und am besten mit einer hochfesten Schraubensicherung. Zum Beispiel Loctite oder was ihr halt auch mal herbekommt. Wollt ihr das Pinion Gear nochmal lösen, könnt ihr auch eine mittelfeste Schraubensicherung verwenden. Achtet aber darauf, dass ihr das ganze Zeug mindestens, sage ich mal, 10 bis 12 Stunden einmal trocknen lasst, bevor ihr den Motor einmal verbaut. Entsprechend nehmen wir zunächst mal unser Pinion Gear her, lösen hier hinten einmal den Gewindestift einmal raus. Da braucht ihr übrigens, glaube ich, ein 1,2er oder sowas. Wartet mal, 1,2er Inbus. Ich kann ihn mal kurz nachmessen für euch. Gut, der ist von mir selbst gefeilt, aber 1,3 hat meiner. Also 1,3, 1,2, 1,3 mm Inbus. Wie gesagt, glaube ich, keine Standardgröße, bin ich mir nicht sicher, habe ich auf jeden Fall nicht da. Ich habe mir da kurzerhand einen zurechtgefeilt vorne. Und wie gesagt, der passt dann perfekt einmal zu diesem kleinen Gewindestift hier. So, und jetzt beim Aufkleben vom Pinion Gear unbedingt darauf achten, dass ihr das Pinion Gear nicht so weit hinterschiebt. Bedeutet, seht ihr, es geht hier hinter. Im Regelfall geht es sogar ein kleines bisschen straffer. Wie gesagt, der hat jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 1000, 1500 Schuss hat der Motor bereits durch. Und man sieht, dass es jetzt hier schon ein kleines bisschen leichtgängiger geht. Wenn ihr den Motor neu bekommt, kann es sein, dass ihr das Pinion Gear ein kleines bisschen stärker aufpressen müsst. Bekommt ihr es gar nicht drauf, nehmt eine Zange, nehmt das Pinion Gear in die Zange rein, macht das Pinion Gear mit dem Feuerzeug richtig schön heiß und stülpt dann einmal drüber. Durch die Hitze dehnt sich der Stahl aus und geht dann einmal problemlos einmal über die Welle drüber. So, und jetzt aber aufpassen, nicht komplett bis Anschlag hinter. Ihr seht vielleicht, und ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, dass wenn wir das Pinion Gear komplett bündig vorne mit der Achse machen oder mit der Welle innen drin, haben wir hier hinten noch ein kleines bisschen Abstand zu diesem Aluminium-Abstandshalter oder zu diesem Schaft einfach. Und das ist auch wichtig, also nicht, auf keinen Fall das Pinion Gear komplett bis nach hinten drücken, ansonsten läuft es hier vorne einmal auf eurem Kugellager drauf. Das wäre nicht gut. Also da muss immer ein kleines bisschen Abstand zwischen Pinion Gear und diesem Aluminiumschaft, muss immer ein ganz kleines bisschen Abstand einmal vorhanden sein. So, dann nehmen wir uns Schraubensicherung. Ich mache normalerweise, gut, wir können erstmal die Welle oder den Schaft mal noch ein kleines bisschen sauber machen. Wie gesagt, war bei mir schon verbaut. Machen wir es erstmal fettfrei, das Ganze, dass wieder schön glänzt. Dann nehmen wir uns ein kleines bisschen Schraubensicherung. Und wie gesagt, normalerweise hochfest. Ich nehme jetzt bloß eine blaue, eine mittelfeste, da ich gegebenenfalls diese Videoaufnahme nochmal neu machen muss. Und dann wäre es blöd, wenn ich hier eine hochfeste Schraubensicherung verwende. So, machen wir hier einfach ein kleines bisschen was auf die Welle oder auf den Schaft drauf. Dann nehmen wir unser Pinion Gear her, einmal nach oben und ziehen uns das jetzt drüber. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir die Schraubensicherung natürlich nicht hinten einmal ins Kugellager reindrücken. Ich meine, das hat eine Dichtung außenrum, eine Stahldichtung, aber dennoch sollte man es natürlich einmal vermeiden. So, dann stecken wir das ganze Pinion Gear einmal drauf, bis es vorne schön bündig ist und dass wir, wie gesagt, hier ein kleines bisschen Abstand einmal zur Welle noch haben oder eben zu unserem Lager. So, dann nehmen wir uns ebenfalls einmal den Gewindestift her. Auch diesen drehen wir uns einmal in Schraubensicherung. Könnt ihr richtig schön reinkleben, das Ganze. Und später den Überschuss einfach wieder wegputzen. So, und dann drehen wir das, wie gesagt, seht ihr vielleicht schön mit Schraubensicherung einmal eingeschmiert, den ganzen Gewindestift. So, und dann schrauben wir uns das Ganze einmal richtig schön fest, einmal hier vorne drauf. So, nicht übertreiben, andernfalls rutscht er vielleicht durch. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier noch relativ viel Schraubensicherung drauf. Das können wir einfach jetzt mit dem Lappen einfach ein bisschen wegputzen. Am besten nicht in die Zähne rein, sondern ein bisschen wegputzen. So, da. Und jetzt ist das Pinion Gear einmal verklebt. Wir können die Feder einmal vorne drauf stecken. Und jetzt ist es eben wichtig, dass die Schraubensicherung zunächst mal anziehen muss. Bedeutet, ihr solltet den Motor jetzt erstmal liegen lassen. Vielleicht am besten für einen Tag oder für 10, 12 Stunden einfach liegen lassen. Und dann könnt ihr einmal einbauen. Wenn ihr jetzt das nicht beachtet und die Schraubensicherung ist noch nicht ausgetrocknet, dann kann es euch sehr schnell passieren, dass sich die Schraubensicherung eben wieder löst und das Pinion Gear ebenfalls wieder löst. Also Schraubensicherung, wie bei einem Kleber auch, erst einmal durchziehen lassen, bis sie wirklich hart ist. Und dann könnt ihr den Motor einmal verbauen.
Dann lasst uns anschließend direkt einmal die Unterschiede jetzt ansprechen zu den anderen Warhead-Motoren, zum Base und zum Standard CNC Black einmal. Und hier zunächst mal der eine Punkt, wenn ihr bei Warhead auf die Seite geht und den Ronin aufruft. Ich habe es damals auch beim Ben schon im Facebook schon geschrieben, es wird so viel Drama oder so viel Werbung betrieben, auch auf der Webseite, wie toll doch der Motor aussieht. Ästhetisch, tolles Styling, tolles Design, doppelt eloxiert. Mal ganz ehrlich, ich habe es euch beim Base auch gesagt, Leute, wen interessiert ist, wie der blöde Motor aussieht. Hier muss man als Kunde leider mehr Geld bezahlen für den Motor, bloß dass er schöner aussieht. Letztendlich stecke ich mir das Ding unter den Pistolengriff rein und es sieht kein Mensch mehr. Also das hätte man sich, meiner Meinung nach, hätte man sich das locker sparen können, dieses ganze Gehype da, wie toll sie hier den Drachen drauf eloxiert oder drauf gelasert haben und eben doppelt eloxiert, dass hier diese Kühlrippen innen drin schwarz sind und das Gehäuse außen in rot ist. Das interessiert doch keinen, ganz ehrlich. Mein Gott, macht das Ding, wie das letzte Mal schon gesagt, macht das Ding pink. Mir wurscht, ich schiebe das Ding unter den Pistolengriff rein, es sieht kein Mensch mehr. Also hier wird mir meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Wert aufs Aussehen gelegt. Habe ich euch bei der Base-Serie auch schon einmal angesprochen. Aber wie gesagt, ja, er sieht toll aus, klar, er ist auch wieder vom Gehäuse CNC gefräst, er ist doppelt eloxiert, bedeutet Gehäuse in Rot, die Kühlrippen sind schwarz eloxiert und später haben sie halt da noch so einen Drachen drauf gelasert. Aber wie gesagt, gut, wenn man es unbedingt braucht, meiner Meinung nach das Produkt unnötig etwas teurer gemacht aufgrund des Aussehens. So, dann gibt es aber natürlich auch im inneren Bereich ein paar kleine Unterschiede, die aber auch im Vergleich zu den anderen Warheads den Bock nicht wirklich fett machen. Zunächst mal sprechen wir an, die Elektronik hinten, der Controller, ist alles exakt 1:1 identisch. Also hier letztendlich auch dieselbe Elektronik drin wie beim Base, der 100 € weniger kostet. Selbe Elektronik drin, exakt identisch. Also hier von der Elektronik jetzt nicht irgendwie besser, dass er besser zum EFCS passt, dass er irgendwie mit Aktivbremse klarkommt oder sowas. Nein, exakt 1:1, selber Controller oder selbe Motorsteuerung, selber Treiber hinten einmal vorhanden. So, es gibt aber dennoch ein paar kleine Unterschiede. Zunächst mal im inneren Bereich, gut, ich demontieren aber nicht. Aber zum Beispiel die Welle, wo wir jetzt gerade einmal das Pinion Gear drauf installiert haben. Diese Welle ist nicht aus gehärtetem Stahl wie bei den anderen, sondern diese ist beim Ronin einmal aus Titan. Hat einen kleinen Vorteil, Titan natürlich ebenfalls hart wie Stahl, aber deutlich leichter. Dementsprechend etwas weniger Rotationsmasse eben vorhanden, da die Welle innen aus Titan gefertigt ist. Ebenfalls die Magneten wurden innen drin noch ein kleines bisschen aktualisiert. Die sollen jetzt noch mal ein kleines bisschen stärker sein. Die Lager sollen sollen besser sein. Steht zumindest auf der Webseite. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Für mich sind es ganz normale Kugellager. Sei mal dahingestellt. Und ebenfalls, wie die Black Series auch, ist auch der Ronin einmal komplett handgewickelt. Bedeutet, der Base wird maschinell gewickelt, der CNC Black und ebenfalls der Ronin sind einmal handgewickelt. Jetzt schreiben sie auf der Webseite auch, dass das der beste Wickler macht, den sie in der Firma haben. Gut, auch das klingt für mich ein bisschen nach Marketing. Sei mal dahingestellt, auf jeden Fall funktioniert der Motor. Wer den jetzt gewickelt hat, ob sie besonders toll konnte, macht sich auch später aber auch nicht wirklich, reißt meiner Meinung nach nicht raus. Also handgewickelt auf jeden Fall. So, und der nächste Punkt ist, was ihr vielleicht schon seht, kleines Problem bei den Warheads immer wieder, dass die Kontakte von der Platine hinten für die Stecker zu dünn sind teilweise. Bedeutet, wenn der Motor im Pistolengriff etwas schlagen kann oder man oft den Motor rein und raus macht und die Kabel drauf presst, dann kann es passieren, dass diese Motorkontakte einmal abbrechen. Haben sie jetzt mittlerweile mit Epoxidharz ein kleines bisschen verklebt oder noch ein bisschen gesichert, ist in Ordnung und geht auch im Regelfall, wenn man ein bisschen aufpasst, nicht kaputt. Wenn man da jetzt krumm und scheps das Kabel versucht drauf zu stecken, ja, dann können die immer noch abbrechen. Aber wer das einfach gerade aufsteckt, die Kabel, hält es wunderbar. So, jetzt haben sie das aber beim Ronin noch ein bisschen anders gelöst. Denn ihr seht, die Kontakte sind hier nicht direkt auf der Platine drauf, sondern die hängen jetzt hier letztendlich einmal an zwei kurzen Käbelchen dran. Und da dachte ich am Anfang, wo ich die Lösung auf Facebook einmal in der Warhead-Gruppe gesehen habe, dachte ich zuerst, oh, finde ich auch nicht ganz geil die Lösung. Wo denn hin mit der ganzen Steckverbindung? So viel Platz habe ich doch im Pistolengriff gar nicht. Jetzt im Nachhinein muss ich das Ganze aber revidieren. Ich habe ihn jetzt in unterschiedlichen Kniften einmal reingebaut gehabt und muss euch sagen, das funktioniert mit diesen Käbelchen, funktioniert das wunderbar. Ihr könnt es einstecken, ihr tut die Kabel schön auf die Seite legen, wie man es gewohnt ist und dann passt es. Und es brechen keine Kontakte mehr ab.
Dementsprechend, ich habe auch schon im Discord bei uns gesehen, der Bronco zum Beispiel, der hat schon einige von seinen Warhead-Motoren direkt einmal umgelötet. Bedeutet, er hat überall den Kontakt weggemacht und hat sich selbstständig auf seine Platine hinten so kleine Kabel einmal aufgelötet. Wer also gut löten kann und vielleicht nicht zwei linke Hände hat, kann eben auch seinen Standard-Warhead oder sein Base zum Beispiel auch problemlos modifizieren und das Ganze eben mit Kabeln direkt auf die Platine löten. Wie gesagt, dadurch nimmt man einfach das Problem weg, dass die Kontakte einmal abbrechen können. Warum sie jetzt nicht einfach hergegangen sind und diese Kontakte einfach ja, auf der Platine irgendwie verstärkt haben oder einfach dicker gewählt haben, denn die sind einfach nur halb so dick wie bei Standard-Bürstenmotoren zum Beispiel. Das verstehe ich aber leider nicht. Wahrscheinlich hätten sie dann die Platine nochmal neu produzieren müssen oder so. Aber wie gesagt, ein bisschen schade, hätten wir vielleicht auch schöner lösen können. Aber wie gesagt, die Lösung funktioniert mit den Kabeln, ist in Ordnung, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, und das soll es eigentlich von den Unterschieden schon gewesen sein. Wie gesagt, der Rotor ist alles ein bisschen leichter, bessere Magneten, Titaniumschaft. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr, sehr lecker und sehr, sehr geil an. So, und jetzt kommt aber das große Aber von meiner Seite. Der Motor kostet aktuell, wenn man direkt bei Warhead kauft, um die 200 Euro. Er ist also doppelt so teuer wie die Base-Serie und nochmal 50 Euro teurer oder 60 Euro teurer wie die CNC Black Series. Und jetzt muss ich euch leider sagen, aus rein von den Systemen her merkt ihr keinen Unterschied und selbst bei den Werten merkt ihr auch keinen Unterschied. Also ob ihr da jetzt ein Base drin habt oder ob ihr einen Ronin drin habt, das macht sich einfach null bemerkbar. Absolut null. Ich habe es euch damals auch schon bei dem Video zu dieser Base-Serie angesprochen. Auch da hat man gesehen, dass der Base letztendlich, ja, er hat ein gegossenes Gehäuse anstatt CNC gefräst. Aber rein von der Performance, rein vom Zyklus, von den Strömen, 1:1 identisch mit der teuren Black Series. Und auch hier reißt der Ronin mit seinen ganzen Aktualisierungen, reißt sie in unseren Systemen leider nicht raus. Wir kommen also von der Zyklenzeit nicht weiter runter, die Ströme sind nicht geringer, der Verbrauch ist nicht geringer. Also es ist einfach irgendwo meiner Meinung nach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen unsinnig das Ganze. Auch wenn es sich jetzt wieder ein bisschen böse anhört, ich weiß. Aber wie gesagt, wenn wir uns auch gleich das Diagramm dann anschauen werdet ihr auch sehen, dass das Ding einfach, ja, er ist nicht besser wie ein Base. Und der Base kostet einfach 100 Euro weniger. Und ob ich da jetzt so ein CNC gefrästes Gehäuse habe, das jetzt rot und schwarz ist mit dem Drachen drauf, ja, sorry Leute. Also rein die Performance zählt, wie das Ding aussieht, ist wie gesagt, ist wurscht. So, also wie gesagt, Performance nicht wirklich besser. Dementsprechend muss ich heute leider sagen, dass dieser Ronin für 200 Euro erstens mal sehr teuer ist. Und wie gesagt, von der Performance nicht wirklich jetzt besser ist wie ein Base. Er macht also wirklich nur Sinn, wenn man einfach das Geld zum Fenster rausschmeißen kann, wenn man es einfach hat, oder wenn man unbedingt eine M150 mit einem 13.1er Gearset aufziehen möchte. Dann könnte man sich vielleicht überlegen, so einen Ronin reinzumachen. Für alle anderen Systeme bis 2 Joule 13.1er langt die Base-Serie, langt locker aus. Und wie gesagt, da spart man sich doch lieber diese 100 Euro und investiert es einfach woanders rein. Also ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, habe ich mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Performance bei dem Ronin-Motor. So Leute, und dann würde ich sagen, sprechen wir einmal die aktualisierte Statistik durch. Beginnen wir also bei der Statistik zunächst einmal wieder beim Strom, also beim Current und beim Current Peak bzw. Strom und Stromspitze. Auch hier wieder ganz kurz für neue Zuschauer oder für Einsteiger. Der reguläre Strom, seht ihr, ist immer geringer wie die Stromspitze. Bedeutet immer, wenn ein Motor das erste Mal andreht oder anläuft, zieht er einfach kurzzeitig aus dem Akku einen gewissen Peakwert raus. Das ist sozusagen die Stromspitze. Und jedes Mal, wenn ihr triggert, bei jedem Semischuss entsteht eine Stromspitze. Und dementsprechend, wie auch schon so oft angesprochen, ist es einfach in Deutschland, wenn man sehr, sehr schnell triggert, einfach für einen Motor und für einen Akku eigentlich tödlich. Dementsprechend sollte man auf geringe Ströme einmal achten. So, und der nächste Punkt ist, den ich heute speziell ansprechen werde, wo wir auch später etwas genauer darauf zu sprechen kommen. Alle diese Werte in dieser Statistik basieren letztendlich auf dem Sensor vom Titan, vom Gate sozusagen. Diese Werte sind aber eigentlich nicht zu 100% korrekt. Bedeutet, möchte man diese Werte wirklich zu 100% haben, dann braucht man eigentlich ein Oszilloskop, was auf eine Millisekunde genau auslesen kann. Sowas habe ich nicht, sowas besitze ich nicht und dementsprechend werde ich weiterhin die Statistiken einmal mit dem Gate auslesen, damit wir ein bisschen vergleichen können.
Aber wie gesagt, das Gate kann einfach nicht eine Millisekunde genau die Werte einmal richtig rauslesen. Das funktioniert nicht. Dementsprechend sind die Werte vom Gate eher ja, errechnet, sagt man eigentlich, oder kalkuliert. Also, dementsprechend schauen wir aber heute wieder drüber. Zunächst mal schauen wir uns die Motoren an, die wir uns nur in der Statistik anschauen. Da hatten wir einmal den Norwich-Motor, der in der SSR 90 einmal drin verbaut war. Das war der Norwich 24K Motor. Und hier, wenn man in die Statistik reinschaut, ist der von den Werten her gar nicht so verkehrt. Der ist also relativ im Mittelfeld bei 74 Ampere Stromspitze und 37 Ampere für den Zyklus. Und dementsprechend würde ich eigentlich diesen Norwich 24K mit einem Tyne-Lee 25K einmal vergleichen. Aber, wie ihr später sehen werdet, ist der Norwich-Motor um 10 Millisekunden langsamer wie der Tyne-Lee-Motor. Aber hier von den Strömen her eigentlich im Mittelfeld. Der Slong No-Stop Motor habe ich auch einmal getestet. Hier seht ihr, hier sind wir von den Strömen schon etwas höher. 52 Ampere für den Zyklus und stolze 84 Ampere für den im Peak vom Strom her. Und hier müssen wir schon wieder aufpassen, 84 Ampere. Davon könnt ihr immer ausgehen, dass es teilweise noch ein bisschen höher sein kann in den ersten 1 bis 2 Millisekunden. Dementsprechend wird es beim Slong von den Strömen bei kleinen Akkus schon etwas gravierender. Bedeutet, die Akkus können euch einbrechen. So, und dann schauen wir im oberen Bereich wieder. Die obersten Motoren sind natürlich alles Warhead Brushless Motoren. Und wie gerade schon angesprochen, hier kann der Ronin nicht ganz so überzeugen. Ja, natürlich, es ist ein 31K. Er hat also ein kleines bisschen mehr Drehzahl. Dementsprechend vielleicht ein bisschen weniger Drehmoment. Und dementsprechend auch die Werte ein bisschen höher. Aber wenn wir hier mal herschauen, 21 Ampere für den Zyklus und im Peak 34 Ampere. Und auch das ist, wie gesagt, nicht zu 100% korrekt, denn wenn man es mit dem Oszilloskop auslegt, zieht so ein Warhead-Motor in der ersten Millisekunde bis zu 140 Ampere. Das ist, wie gesagt, das ist kurzzeitig, 1 Millisekunde, sprechen wir später nochmal im Detail an. Aber hier kann der Ronin einfach, ja, liegt eigentlich im Durchschnitt wie jeder Warhead-Motor. Und auch gibt es hier ein paar Unterschiede, bedeutet, wenn ihr euch jetzt 5 Warhead-Motoren kauft und alle 5 Warhead-Motoren in ein und derselben Knifte einmal verwendet, dann könnt ihr auch hier eine gewisse Toleranz haben. Bedeutet, diese sind nicht zu 100% immer exakt identisch. Die können also hier um bis zu 10 Ampere ein kleines bisschen schwanken. Wie gesagt, vermutlich aufgrund der Wicklung oder so, von der Qualität, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, schon so oft gesehen, dass die gleichen Warhead, also der gleiche Warhead-Motoren im selben System immer ein kleines bisschen schwanken kann. Aber hier, wie gesagt, natürlich immer noch super, definitiv 34 Ampere, das ist gar nichts. Aber ihr seht einfach, selbst der Base mit 720K, der locker ausreichend ist, mit dem 13.1er Gearset, sind wir gerade mal bei 29 Ampere. Also diese ganzen Warhead-Motoren sind super, aber der Ronin kann hier nicht irgendwie sonderlich herausstechen sozusagen. Das würde, wie vorhin auch schon gesagt, das würde dann eher vielleicht Sinn machen, wenn man das Ganze mal mit der M150 testet, mit dem 13.1er. Da wird vermutlich der Ronin im Vergleich zum Base etwas besser abschneiden. Aber das Ding kostet halt auch 100 Euro mehr, ne? Also so viel einmal Strom und Stromspitze. Dann können wir gleich weitermachen mit den Zyklenzeiten. Auch hier wieder in meinem Standard ICS Testsystem. Bedeutet auch hier nochmal ganz kurz, alle Motoren exakt in derselben Knifte, gleiche Akkuspannung, also exakt 12 Volt im Akku reingeladen, 18:1er Gearset mit einer 120er Feder. Pinion Gear immer sauber eingestellt, damit es nicht zu Problemen kommt oder zu Schwankungen kommt aufgrund des Zahnspiels zwischen Pinion und Bevel Gear einmal. Und hier einfach exakt jeder Motor im exakt selben System einmal ausgelesen. So, schauen wir hier rein, fangen wir hier auch wieder erstmal beim Norwich an. Der befindet sich relativ weit unten mit 64 Millisekunden im Zyklus. Und dementsprechend, wie auch schon im Review zu der SSR 90 einmal angesprochen, eigentlich ein Mittelfeldmotor, aber hier mit 64 Millisekunden doch ein kleines bisschen langsamer im Vergleich zu anderen 24 oder 25K Motoren. Wie gesagt, ich würde ihn immer gern vergleichen mit einem Tyne-Lee, aber hier, wenn ihr mal herschaut, der Tyne-Lee ist relativ weit oben, der 25K, kurz nach den Warhead-Motoren liegt hier bei 54 Millisekunden, der Norwich-Motor relativ weit unten mit 64 Millisekunden. Also hier 10 Millisekunden einmal Differenz vom Motor drin. So, der Slong-Motor ist letztendlich genauso schnell von der Zyklenzeit, ebenfalls hier 64 Millisekunden. Also auch hier, obwohl er relativ hohe Ströme zieht im Peak,
Auch von der Zyklenzeit nicht wirklich schneller wie andere Standardmotoren, muss man sagen. Dementsprechend würde ich diesen Slong No-Stop-Motor nicht unbedingt als Tuning-Motor empfehlen. Wie gesagt, da ist so ein Begadi, so ein Mamba 19K oder so, ist da einfach von den Werten, von der Effizienz, von den Strömen einfach deutlich besser und man kann halt auch problemlos wunderschön mit kleinen Akkus und einem 13.1er Gearset zum Beispiel kombinieren. Also Slong No-Stop Motor, wie gesagt, auch ebenfalls 64 Millisekunden. So, von den Zyklenzeiten her ist auch der Ronin im oberen Bereich sehr gut mit dabei mit 45 Millisekunden. Aber auch hier seht ihr keinen Unterschied zu den anderen Warhead-Motoren. Wie gesagt, ja, natürlich, ein paar Millisekunden hin oder her, das macht einen Bock nicht fett, die sind super, die Motoren. Aber er reißt halt auch nicht raus. Dementsprechend auch hier wieder, ja, wenn der 150er Feder oder ein DSG unbedingt aufziehen wollt mit einer 160er Feder oder sowas, mit einer hohen ROV, dann wäre vielleicht der Ronin interessant. Ansonsten für Standardsysteme eher uninteressant, weil er einfach zu teuer ist. Also hier rate ich immer noch, auch bei der Zyklenzeit, rate ich immer noch zu einem Warhead Base für 100 Euro, 13.1er Gearset und dann rockt das Ding wie Seuche. Und ihr seht einfach diese Zyklenzeiten im Standardsystem, natürlich Standard mit 18:1 und natürlich, wenn ihr euch dann 13.1er Gearset reinmacht, dann kommt ihr von der Zyklenzeit ebenfalls nochmal ein kleines bisschen weiter runter. Obwohl man auch hier sagen muss, dass der Unterschied jetzt, ob ihr jetzt 35 Millisekunden habt oder 45 Millisekunden, das nehmt ihr rein vom Trigger Response oder vom Abzug her, nehmt ihr das nicht mehr wahr, diese paar Millisekunden. Wie gesagt, nur der Unterschied eben, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Knifte habt mit 80 Millisekunden und ihr macht euch dann einen Warhead-Motor rein und das Ding läuft auf einmal mit 40 Millisekunden, das merkt ihr richtig übel. Also hier, wie gesagt, der Ronin mit 45 Millisekunden bei 18.1 und einer M120 Feder. Dann können wir gleich weitermachen mit dem Verbrauch. Bedeutet, wie viel Milliampere-Stunden zieht das Standard-Testsystem aus dem Akku raus pro Schusszyklus. Also wenn ihr einen Schuss abgebt, wie viel Milliampere-Stunden wird dann da rausgezogen aus dem Akku? Schauen wir uns auch hier erstmal wieder den Novrich an. Der ist sehr gut hier, muss man sagen, oder ist gut mit dabei, muss man sagen, im oberen Bereich. Im oberen Feld unter dem Option Number 1 mit 0,53 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Das ist, wie gesagt, das ist in Ordnung, aber auch hier ist zum Beispiel der Begadi Mamba mit 0,39 Milliampere-Stunden ebenfalls ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, für einen Standardmotor muss man sagen, ist er relativ effizient, was den Verbrauch angeht. Aber dafür halt auch relativ langsam, muss man sagen, im Vergleich zu anderen. Was hier nicht überzeugen konnte, ist leider auch hier der Slong No-Stop Motor. Seht ihr relativ weit unten beim ASG Ultimate, beim Aimtop F430 mit 0,80 Milliampere-Stunden pro Schusszyklus. Und das ist, wie gesagt, es ist wirklich viel und gerade die kleinen Akkus, die werden euch sofort leer gelutscht von diesem Motor. Dementsprechend ist der Slong auch wieder nur zu empfehlen, wenn man die entsprechende Kapazität vom Akku in die Knifte einmal reinbekommt. Bekommt man hier nur die Standardakkus rein 1450, würde ich gegebenenfalls von diesem Motor einmal abraten. Dann im oberen Bereich der Ronin, hier seht ihr auch nicht der beste, auch wenn er 200 Euro kostet, 0,23 Milliampere-Stunden pro Schusszyklus. Natürlich immer noch super, aber auch im Vergleich zu den anderen Warhead-Motoren nicht wirklich besser. Also wie gesagt, überlegt es euch, wenn ihr gerade am Überlegen seid, so einen Ronin zu kaufen, wie gesagt, spart euch vielleicht das Geld und holt euch einen Base oder so. Der taugt genauso. Also 0,32 Milliampere-Stunden pro Zyklus beim Warhead Ronin. Wenn wir das Ganze jetzt umrechnen in der Statistik einmal auf 1000 Milliampere-Stunden, wir nehmen also an, wir machen uns einen Akku rein, von mir aus mit 1200 Milliampere-Stunden. Hier muss man auch wieder für Einsteiger kurz ansprechen, wenn ihr jetzt einen Akku habt mit 1200 Milliampere-Stunden, dann könnt ihr diese 1200 nicht exakt rauslutschen. Bedeutet, bei ca. 1000 Milliampere-Stunden ist der Akku dann wirklich leer und wenn ihr noch mehr rausholt, dann wird er meistens tiefenentladen. Also der Akku, oder ihr könnt nicht immer 100% exakt das rausziehen, was drauf steht. Im größten Fall kommt er nah ran, je nach Qualität der Zellen und so weiter und so fort. Aber diese ganzen China-Akkus, diese Lipos, wie gesagt, ist meistens ein kleines bisschen weniger, bevor sie an der Grenze sind. Also rechnen wir das Ganze mal um. Nehmen wir mal an, wir ziehen jetzt 1000 Milliampere-Stunden aus unserem Akku raus. Wie viel Schuss bekommen wir denn pro Motor einmal raus?
Im unteren Bereich auch wieder Long No Stop, gerade einmal 1250 Schuss, dann wäre der Akku leer. Der Norwich liegt relativ weit oben, 1886 Schuss. Und der Ronin, ja, muss man sagen, auch nicht so gut wie der Base zum Beispiel oder die Standard CNC-Version. Liegt hier immer noch bei sehr, sehr guten 4347 Schuss bei 1000 mAh. Aber wie gesagt, auch hier im Standard-Testsystem, auch wenn er sich super liest und Titanium und alles super, auch hier nicht besser. Also auch hier kann er leider nicht ganz überzeugen für das, was er kostet. So, also hier einmal die Werte bei 1000 mAh. Auch hier möchte ich nochmal ganz kurz ansprechen, bitte auch beachten, das sind Standardwerte, wenn ihr normal triggert. Je schneller ihr triggert, desto mehr belastet ihr euren Akku und desto schneller wird er einbrechen. Bedeutet, es kann dann auch sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel selbst einen Mamba 19K drin habt von Begadi, der hier sehr gut bei 2564 Schuss einmal liegt. Wenn ihr da triggert wie ein Bekloppter und euer Akku ja, das nicht aushält, wird der Akku relativ schnell einbrechen und er wird schneller entladen, wie wenn ihr langsamer oder etwas behutsamer triggert und eben nicht die ganze Zeit gib ihm, sondern einfach mal ein bisschen Pause macht, damit sich der Akku wieder regenerieren kann. Also wie gesagt, beachten, je schneller ihr triggert, desto schneller werdet ihr euren Akku einmal entladen. So, und die letzte Statistik ist auch wieder einmal die Motortemperatur bei Züge gegen 150 Schuss. Bedeutet, das Testsystem einmal zusammengekloppt, dann ein bisschen warm geschossen einfach und dann wirklich gib ihm mal so eine Spielfeldsituation einfach mal versucht ein bisschen zu simulieren. Bedeutet mal zügige 10 Schuss hier, dann wieder ein paar Sekunden Pause, wieder 10, 15 Schuss, dann wieder vielleicht mal 20 Sekunden Pause und so weiter, bis einfach 150 Schuss einmal durch das System durch waren. Und dann umgehend einmal mit dem Sensor bzw. mit dem Messgerät, mit dem Temperaturmessgerät einmal den Motor von der Temperatur ausgelesen. Und hier auch nicht irgendwie den Pistolengriff ausgelesen, sondern wirklich den Motor an der wärmsten Stelle einmal ausgelesen. So, schauen wir uns die Werte kurz an. Auch hier das Long No Stop wird brutal warm, muss man sagen. Nach 150 Schuss bereits bei 60 Grad Celsius. Also habt ihr auch wieder im Winter einen schönen Handwärmer dabei. Das ist super. Könnt ihr auch danach am besten Schlafsack gleich mit reinlegen. Wird schön warm drin. Also 60 Grad Celsius, wirklich relativ weit unten, nicht ganz so gut. Der Norwich schlägt sich hier relativ gut, muss man sagen. Mit gerade einmal 47 Grad Celsius, was vollkommen im Rahmen ist. Und hier kann ausnahmsweise der Ronin mal ein bisschen überzeugen, denn das Ding wird überhaupt nicht warm. Also der baut, selbst wenn er da 200, 300 Schuss durchhaut, keine Ahnung, er baut 0 Temperatur auf. Ich dachte dann sogar irgendwie, mein Sensor oder mein Fühler ist kaputt von meinem Messgerät, war aber nicht so. Bedeutet, ich habe ihn nochmal ausgebaut, habe nochmal ein paar Stunden liegen lassen, hat er 26 Grad gehabt, habe ich ihn reingesteckt, wieder 200 Schuss durch, ausgemessen, ausgelesen, immer noch 26 Grad. Also das Ding wird irgendwie 0 warm. Also hier macht sich beim Thema Temperatur, macht sich der Ronin, macht sich ein kleines bisschen, ja, oder machen sich diese Updates ein kleines bisschen bemerkbar. Aber auch hier muss man sagen, ob das Ding jetzt 26 Grad hat oder die Standardmotoren von Warhead 32, 35 Grad, auch das muss man sagen, ist relativ Latte. Wie gesagt, ein bisschen schade, ich habe mir einfach ein bisschen von diesem Ronin ein bisschen mehr erhofft. Aber wie gesagt, auch beim Temperaturaufbau, ja, nicht wirklich besser wie der Base oder der CNC Standard Black Series. So Leute, das soll es zu der Statistik einmal gewesen sein. Jetzt geht es dann einmal weiter mit einem relativ umfangreichen Thema, gerade was Thema Peakwerte angeht, Aktivbremse angeht bei den Brushless-Motoren. So Leute, Thema Ronin sind wir einmal durch, Statistik haben wir uns angeschaut, dann geht es jetzt los mit ein bisschen, ja, wieder ein bisschen technischem Wissen, was ich mir gegebenenfalls eventuell korrekt einmal angeeignet habe. So, aber auch heute in diesem Video möchte ich wieder darauf hinweisen, gerade Elektronik, ich bin absolut kein Fachmann, ich bin kein Elektroniker, ich bin kein Mechatroniker, whatever. Bedeutet, ich greife hier einfach auf Informationen zurück, die mir einmal mitgeteilt wurden, die mir jemand erklärt hat und so versuche ich euch das zu vermitteln. Bedeutet, wenn hier jemand ja, vom Fach ist und gerne etwas ergänzen möchte oder wenn ich irgendwas schlecht oder falsch erkläre, auch heute wieder jederzeit liebend gern einmal Kommentarfeld nutzen. Wie gesagt, niemand ist allwissend, auch hier muss ich einfach auf Informationen zurückgreifen. So, kommen wir zum ersten Thema und das erste Thema ist einmal
Kombination EFCS und Warhead-Motor kann Probleme machen. Ja, aber warum? Ja, das hört sich komisch an, aber genauso nenne ich das jetzt. So, ihr seht, auf dem Tisch liegt einmal meine Honey Badger. Und das ist die einzige Knifte, die bis jetzt mit dem Begadi Core und mit dem Warhead-Motor einmal Probleme hatte. Bedeutet, meine BR10, meine Burg, läuft tadellos mit dem Warhead, mit dem Core. Meine SMR16, Core drin, Warhead drin, läuft tadellos. Also hier auch schon einige Kniften gebaut und das ist die einzigste, die immer wieder gezickt hat. So, und diesem Problem bin ich einmal auf die Spur gegangen und habe einmal die Lösung mit Hilfe eines EFCS-Herstellers einmal gefunden. So, der erste Punkt zunächst einmal, das EFCS spielt hier erstmal keine Rolle. Ganz im Gegenteil, gerade was Thema Aktivbremse angeht, sprechen wir im Anschluss nochmal durch. Da ist sogar das Core fast ein bisschen besser wie das Titan, kommen wir aber dann gleich drauf zu sprechen. Der erste Punkt ist, wie gesagt, Aussetzer, Probleme bei der Honey Badger in dieser Kombination gehabt. Bedeutet, Begadi Core EFCS-System, Warhead-Motor, relativ schwache Feder, 1,1 Joule, da CQB-Knifte. Was war der Fehler? Getriggert, 20 Mal ohne Probleme, 21. oder 30. je nachdem, immer wieder mal Aussetzer. Bedeutet, man zieht den Abzug, der Motor zuckt kurz, aber der Schuss bricht nicht. Bedeutet, man muss den Trigger loslassen, muss nochmal ziehen und erst dann läuft das System wieder für die nächsten 15, 20, 30 Schuss problemlos weiter. So, jetzt dachte ich am Anfang, okay, dass eben wie gesagt die einzigste Knifte ist und auch die einzigste Knifte ist von mir, die einfach relativ wenig Energie hat. Jetzt dachte ich zuerst, okay, diese Kombination verträgt sich irgendwie nicht. Schwache Feder, Core, Warhead, vielleicht nicht ganz so cool. So, jetzt hat mir aber vor 2 Wochen jemand im Discord gesagt, ja, er hat auch ein Warhead drin in der 05er. So, da bin ich jetzt erstmal stutzig geworden, ne? Also hier kann eigentlich das Problem gar nicht, oder an der schwachen Feder kann das Problem gar nicht liegen. Also habe ich jetzt weitergesucht und wie gesagt, ich habe dann einige EFCS-Hersteller angeschrieben, habe auch mit dem Ben von Warhead geschrieben. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da sind nicht wirklich Informationen dabei rumgekommen. Letztendlich hat mir jetzt ein EFCS-Hersteller einmal aus Polen ein bisschen weitergeholfen und mir einiges einmal erklärt. Möchte aber hier nicht namentlich erwähnt werden. Aber ihr könnt euch schon denken, da steht ganz groß auf der Seite, dass das EFCS nicht mit dem Brushless-Motor kompatibel ist. Gut, jeder wird sich denken. Und wie gesagt, hier wurde mir einfach gerade bei der technischen Seite ein bisschen geholfen. In Bezug später auch auf diese ganzen Informationen mit Aktivbremse und so weiter. So, wie kommt jetzt dieses Problem zustande? Letztendlich lag es nur am Akku. Bedeutet, ich habe in dieser Honey Badger, da wir ja hinten relativ stark limitiert sind, habe ich nur diesen einen Akku da, der hier hinten reinpasst. Und ihr seht, das ist letztendlich ein Turnigy, 1000 mAh, 11,1 Volt mit 20 bis 40 C. Und das ist natürlich für den Warhead-Motor überhaupt gar kein Problem. 1000 mAh, kann schon den ganzen Tag spielen mit dem Akku, überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist aber, dass erstens mal die Zellen nicht wirklich gut sind und dass der Akku mittlerweile 5 bis 6 Jahre alt ist und leider schon nicht mehr ganz der beste ist. Bedeutet, ganz kurz zur Erklärung. Jetzt müssen wir erstmal einen kleinen Umschwung machen, nochmal zurückzukommen auf Warhead Brushless Motoren. Wenn ihr mal immer diese Statistiken anschaut, seht ihr immer so Werte, ja, 35 Ampere Peak, 19 Ampere von Zyklus, also sehr geringe Ströme. Diese Ströme sind letztendlich auch nur vom Titan einmal ausgelesen über die Titan-Statistik und entsprechen aber nicht den realen Gegebenheiten. Bedeutet, diese Ampere, diese Peak-Werte sind mehr oder weniger ein bisschen kalkuliert vom Titan, denn das Titan kann dann natürlich nicht im Millisekundenbereich diese Werte einmal auslesen. Das kann das Titan natürlich nicht. Wenn ihr solche Werte wirklich exakt haben wollt, auf dem Millisekundenbereich, dann braucht ihr ein Oszilloskop und das kostet einfach schweinig viel Geld. So, dieser EFCS-Hersteller hat wie gesagt so ein Oszilloskop und hat sich das Ganze einfach mal angeschaut. Und jetzt ist man eben auf den Punkt gekommen, dass diese Warhead-Motoren beim Andrehen, bedeutet, sobald der erste Kontakt einmal oder der erste Strom einmal fließt, innerhalb von einer Millisekunde 140 Ampere ziehen. Bedeutet, ihr drückt 140 Ampere aus dem Akku raus, fällt ab auf 40 Ampere. So, und jetzt denkt ihr zunächst mal, was, 140 Ampere, das ist ja viel zu viel. Nein, das ist so eine kurze Zeit, das halten diese Akkus problemlos aus. Wäre das Ganze jetzt über 5, 6, 10 Millisekunden, dann sieht es schon ganz anders aus. Wie gesagt, das ist im Bereich von einer Millisekunde, das schadet dem Akku absolut nicht und halten diese Akkus problemlos aus.
Jetzt aber das Problem, wenn wir die ganze Zeit schnell triggern und die ganze Zeit diese Stromspitze von 140 Ampere im Millisekundenbereich erreichen, das schadet dem Akku nicht, aber die Volt von den Zellen fallen kurzzeitig ab. Je mehr Ampere ihr kurzzeitig zieht, desto stärker fällt der Strom ab, also die Volt sozusagen. Bedeutet auch, wenn der Akku jetzt schon schlecht ist und nicht schnell genug regeneriert, um wieder auf Spannung zu kommen, kann es zu zwei Problemen kommen. Erstes Problem, das EFCS schaltet in die Akkuüberwachung rein. Das ist aber eher seltener der Fall, denn die EFCS-Systeme sind eigentlich so ausgelegt, dass ihr über eine längere Zeit diese Volt haben müsst, bis die Akkuüberwachung einmal eingreift. Das andere Problem ist aber, dass ihr natürlich auf der Platine von dem Warhead-Motor einen Controller drauf habt. Und dieser Controller benötigt natürlich eine gewisse Spannung, um arbeiten zu können. So, und genau bei diesem Akku war jetzt das Problem, wenn man jetzt sehr, sehr schnell getriggert hat, also 20, 30 Mal sehr schnell hintereinander, dann ist der Akku unter 5 Volt gefallen. Für, keine Ahnung, für 2, 3 Millisekunden. Wie gesagt, das macht dem Akku nichts, er regeneriert sich, er geht danach wieder hoch, aber der Controller bekommt zu wenig Spannung und schaltet ab. Und genau das ist das Problem, dass ihr einen Aussetzer drin habt. Bedeutet, der Controller schaltet sich dann erst ab über 5 Volt wieder an, dann regeneriert sich der Akku und dann könnt ihr ganz normal weiter triggern. So, und das hört sich wirklich crazy an, aber das ist wirklich im Millisekundenbereich, dieses Phänomen. Bedeutet, letztendlich habe ich das Ganze gelöst, indem ich einfach mir einen neuen Akku gekauft habe. Das war alles. Neuen Akku rein, sauber geladen und absolut keine Probleme mehr mit der Honey Badger. Also auch hier schwache Feder, Core drin, Warhead drin, läuft wie Sau das Ding. Also hier beachten, solltet ihr mit eurem EFCS-System Probleme haben in Kombination von dem Warhead-Motor, immer mal kontrollieren, wie gut ist euer Akku. Gegebenenfalls einen hochwertigeren Akku kaufen mit besseren Zellen oder eben statt 7,4 11,1 Volt nutzen oder halt, wenn der Akku eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und schon des Öfteren gespielt wurde, einfach tauschen und mal einen neuen gönnen. Und wie gesagt, jetzt einfach den Akku getauscht und ich kann es euch mal ganz kurz demonstrieren. Wie gesagt, im Regelfall mit dem anderen, mit diesem Turnigy-Akku, alle 20 Schuss, alle 30 Schuss mal einen Aussetzer drin gehabt und jetzt mit dem neuen Akku und jetzt mit dem neuen Akku absolut gar keine Probleme mehr. Also wie gesagt, Aussetzerproblem lag wirklich nur am Akku. So, dementsprechend haben wir das Problem jetzt schon mal einmal gelöst. So, das nächste umfangreiche Thema wird einmal sein Aktivbremse von eurem EFCS-System. Also Thema Aktivbremse, Motoren, Brushless oder Bürstenmotor gegen Brushless-Motor. Auch hier kann ich euch, wie gesagt, nur das weitergeben, was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe und was mir einmal erklärt wurde. Für mich macht es irgendwo Sinn. Wie gesagt, kennt ihr euch da besser aus, könnt ihr vielleicht noch in den Kommentaren etwas ergänzen. Zunächst mal müssen wir ein bisschen ausholen, wie genau funktioniert denn so eine Aktivbremse und was passiert, wenn ich zum Beispiel bei einem Aster oder bei einem Titan oder bei einem Leviathan die Aktivbremse einmal einstelle. So, wie gesagt, wir holen mal aus und ich versuche es euch auch wieder mit einfachen Worten einmal zu erklären. Wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Mit einfachen Worten. Ihr habt hier auf der Platine selbst habt ihr euer MOSFET drauf. Ein MOSFET ist heutzutage eigentlich auf fast jedem EFCS ein N-Kanal MOSFET. Bedeutet, das MOSFET schaltet über sozusagen Minus. Ist also nicht über Plus, über Rot geschaltet, sondern schaltet über Minus. Bedeutet, Plus steht immer an, sobald Minus schließt über das MOSFET oder über einen Feldtransistor, fließt der Strom, Motor dreht sich. So, und jetzt haben wir einen krassen Unterschied aber zwischen Brushless-Motoren und Brushless- und Bürstenmotoren. Möchte ich euch kurz erklären. Zunächst mal ein handelsüblicher Bürstenmotor. Was passiert, wenn wir bei dem Bürstenmotor den Strom oder die Spannung abrupt einfach wegnehmen? Bedeutet einfach zum Beispiel, nehmen wir an, das Ding spinnt jetzt gerade, dreht fröhlich vor sich hin und wir ziehen jetzt einfach einen Stecker unten, egal ob jetzt Plus oder Minus. Was passiert? Wer das erste Video gesehen hat zu diesen Motoren, der weiß, dass bei so einem Bürstenmotor der Anker innen drin, wo quasi die Wicklung drauf ist, alles auf der Welle sitzt, relativ groß ist. Bedeutet, seht ihr sogar direkt hier drin, was sich hier einmal dreht.
das ist letztendlich der gesamte Anker. Hier sitzt also alles einmal auf der Welle drauf und dreht sich sozusagen. Und wie damals auch schon angesprochen, ist diese Masse von diesem Anker, von der Wicklung, ist natürlich relativ schwer. Dementsprechend habe ich euch damals auch erklärt gehabt, dass ein Brushless-Motoren zum Anlaufen einfach auch relativ hohe Ströme braucht, dann noch ein bisschen mehr Widerstand wegen den Kohlen und dadurch die Akkus einfach auch sehr schnell heiß werden und die Motoren. Wichtig ist aber zunächst mal bei der Aktivbremse, dass eben diese rotierende Masse hier innen drin relativ hoch ist. Und wenn wir jetzt einfach hier unten, nehmen wir mal an, wir ziehen jetzt einfach mal bei der Rotation einfach kurzzeitig das Kabel oder nehmen die Spannung einfach komplett weg. Was genau passiert jetzt? Letztendlich ist die Masse, die Schwungmasse so hoch, dass der Motor weiter dreht. Das kennt ihr auch, wenn ihr einfach einen sehr starken Motor ohne EFCS betreibt mit einer schwachen Feder, dass es zu einem Überdrehen kommt. Denn der Motor wird nicht aktiv gebremst sozusagen. Er spinnt also einfach fröhlich vor sich weiter, bis er halt dann irgendwann mal zur Ruhe kommt und stehen bleibt. Dementsprechend verbaut man heutzutage einfach ein EFCS-System mit einer Zyklenüberwachung und im besten Fall mit einer Aktivbremse. Was macht jetzt diese Aktivbremse, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen. Wie gesagt, dieser Anker dreht weiter. Während sich das Ganze weiter dreht, ohne Strom, erzeugt der Motor an sich Strom, ja, jetzt nennen wir es einfach mal Strom. Wie ein Dynamo könnt ihr euch das vorstellen. Bedeutet, er dreht weiter und erzeugt von sich selbst einmal Strom. So, und dieser Strom wird hergenommen, um den Motor jetzt kurzzeitig einfach kurz zu schließen. Bedeutet, diese Spannung oder dieser Strom, der hier drin vorhanden ist, wird einfach übers EFCS einfach kurz geschlossen, also Plus und Minus getauscht. Die Magneten bekommen quasi einen Kurzschluss und dadurch wird der Motor abrupt einmal abgebremst. So, dementsprechend belastet auch eine Aktivbremse den Motor eigentlich stärker wie ohne Aktivbremse. Dementsprechend habe ich euch auch schon mal angesprochen, bei einem Titan ist es zum Beispiel besser, mit so wenig Aktivbremse wie möglich einmal zu arbeiten, um den Motor einfach zu schonen. Denn je mehr Strom er generiert und je stärker er kurz geschlossen wird, desto mehr Temperatur baut er natürlich einmal auf. So, und wie regelt das Ganze jetzt einfach Gate zum Beispiel oder wo ihr einfach bei einem EFCS die Aktivbremse einstellen könnt? Damit ihr euer MOSFET jetzt nicht instant einmal abraucht, habt ihr beim MOSFET oben habt ihr Gate, Drain und Source, das sind eure Anschlüsse. Und hier müsst ihr aber zwischendrin, habt ihr einen Widerstand, andernfalls würde einfach das oben als MOSFET abrauchen. So, und über die Aktivbremse, was einstellbar ist, stellt ihr letztendlich nur diesen Widerstand ein. Bedeutet, gebt ihr zum Beispiel 100% Aktivbremse drauf, dann wird der gesamte Strom, welcher die rotierende Masse erzeugt, wird hergenommen, um den Motor kurz zu schließen. Bedeutet, er wird abrupt einfach abgebremst. Auch das ist natürlich bei Motoren, die sehr schnell drehen, schlimmer eigentlich wie bei Motoren, die etwas langsamer drehen. Dementsprechend werden aber auch diese langsameren Motoren, diese Super High Torque, selbst mit AB nicht unendlich heiß. So, bedeutet, wie gesagt, ihr stellt letztendlich nur den Widerstand ein. Habt ihr 100% Aktivbremse, wird der volle Strom einmal genommen, um das Ganze kurz zu schließen. Stellt ihr nur 20% ein, dann habt ihr einen deutlich höheren Widerstand einmal und der Motor bremst einfach dementsprechend mit weniger Strom sozusagen, wird das Ganze dann einfach abgebremst. Er bremst dadurch langsamer, aber schonender einmal ab. So viel in der Theorie, wie funktioniert eine Aktivbremse und ich hoffe, ich habe das alles so korrekt verstanden, wie mir das erklärt wurde und ich hoffe, ich habe das alles einigermaßen verständlich einmal wiedergeben können. Wie gesagt, für mich klingt das irgendwo logisch. So, jetzt müssen wir aber uns das Ganze noch anschauen bei einem Brushless-Motor und warum hier die Aktivbremsen eigentlich so gut wie gar nicht arbeiten oder nicht so konstant arbeiten. So, bei einem Brushless-Motor habe ich euch auch schon angesprochen, bei dem ersten Motorenvideo, dass die rotierende Masse innen drin deutlich geringer ist. Ihr habt hier nicht so einen fetten Anker einmal drin, ihr habt nicht diese ganze Wicklung einmal auf dem Anker drauf, die sich hier mitdreht, dann ist es letztendlich alles im äußeren Bereich des Motors. Hier dreht sich also innen letztendlich nur die dünne Welle. Dementsprechend weniger Masse, die hier einmal rotiert. Bedeutet auch gleichzeitig, wenn wir bei einem Brushless-Motor den Strom wegnehmen, dann wird dieser deutlich schneller über die Gears und über die Feder oben von sich aus schon schneller abgebremst. Denn wie gesagt, er läuft einfach, durch die geringere Masse läuft er einfach nicht so lang nach. Wie gesagt, gebt ihr da eine 120er Feder drauf, dann bremst die Feder an sich, bremst den Motor schon problemlos einmal ab. Wir brauchen eigentlich sozusagen
gar keine wirkliche Aktivbremse bei einem Brushless-Motor. Dennoch ist es natürlich hilfreich, wenn man sehr schnelle Systeme hat mit einer schwachen Feder. So, man muss aber auch sagen, wenn ihr jetzt bei einem Brushless-Motor, wenn der sich dreht und ihr zieht da einfach einen Strom weg, dann dreht der einen Hauch weiter und dann bleibt er stehen. Bedeutet, ein Brushless-Motor erzeugt, wenn ihr Strom wegnimmt, erzeugt aufgrund der geringeren Masse deutlich geringere Ströme. Und dementsprechend können auch die Aktivbremsen in Kombination von einem Brushless-Motor nicht exakt genauso arbeiten wie mit einem Brushless-Motor, mit einem Bürstenmotor. Denn das Ganze kann nicht einfach nur kurz geschlossen werden, damit das Ganze dann abbremst sozusagen. Da bräuchte man dann irgendwie Transistoren, die bringt man aber da natürlich nicht rein, denn wie gesagt, ist aber auch nicht nötig. So, und dann habe ich schon öfters mal wieder gelesen, ja, wenn man sich einen Warhead-Motor einbaut, dann braucht man unbedingt einen Titan, weil wir müssen die Aktivbremse auf 20% stellen, weil sonst geht das Ganze gar nicht. Und auch das ist leider Quatsch. Das Ding funktioniert so oder so, wie es will, letztendlich. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz in der Praxis, warum die Aussage meiner Meinung nach Quatsch ist und warum auch zum Beispiel, nur zum Beispiel, weil ich nichts anderes da habe, auch zum Beispiel das Core von der Aktivbremse oder von der Bremswirkung her bei einem Brushless-Motor eigentlich sehr gut und sehr konstant ist. Sogar teilweise besser wie mit dem Titan oder mit dem Aster. So, wie gesagt, ich kann mich natürlich jetzt hierher setzen und kann euch Sachen vom Goldfisch erklären. Ich möchte euch natürlich in der Praxis einmal zeigen, auf was ich hinaus möchte. So, wie gesagt, hier ist ein Aster drin. Hier ist ein Aster drin in Kombination von dem Warhead-Motor. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an und messen es einfach mal raus. So, bedeutet, ich gehe jetzt hier einfach mal in die Software rein. Dann gehe ich einmal in die Aktivbremse. Und jetzt schalte ich die Aktivbremse auf manuell und schalte sie auf 0%. Spiegelt wieder wie Sau. Ich weiß, hier unten kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Aktivbremse 0%. So, da. Jetzt da ziehen wir, der Stecker. Dann ziehen wir das Ganze jetzt mal ab und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich jetzt diese Aktivbremse in Kombination von diesem Warhead-Motor einmal verhält. Wie gesagt, 0% AB einmal drauf. So, wir müssen natürlich dem Ganzen jetzt erstmal 3-4 Schuss geben, damit sich der Zyklus einmal einpendelt. So, das waren jetzt 4 Schuss und jetzt schauen wir einfach mal auf die Nozzle. Und ihr seht, die Nozzle ist brutal weit einmal aufgespannt. So, jetzt nehmen wir mal einen Messschieber her und messen hier einmal, wie weit die Nozzle einmal aufgezogen ist. So, wir haben noch eine Restlänge von 7,6 mm. So, das notieren wir uns. Schreiben wir auf, 0% AB, Schuss oder Test Nummer 1, 7,61 mm Restlänge. So, wir machen das Ganze einfach mal noch ein bisschen weiter. So, und ich denke, hier wird sich nichts ändern, oder? Schauen wir mal nochmal. Ja, 7,38, das ist identisch, würde ich mal sagen. Also hier, wenn wir die Aktivbremse komplett deaktivieren und einfach nur den Motor über die Feder und über die Gears abbremsen lassen, haben wir dennoch kein Überdrehen. Die Nozzle wird aber dennoch relativ weit aufgezogen. Jetzt vergleichen wir mal. Jetzt schalten wir die AB einfach mal auf 100%. Also das Maximale, was einmal möglich ist. So, gehen wir mal hoch, 100% hat er gespeichert. Ja, hier nochmal 100% ist einmal übernommen. Jetzt machen wir das Ganze einfach nochmal. Das heißt, wir stecken das jetzt mal aus. Stecken wieder einmal unseren Akku an. So, und jetzt machen wir mal einen Vergleich. So, erstmal wieder einschießen oder einpendeln lassen. So, das sollte genug gewesen sein. So, 100% AB. Von der Theorie her, würdet ihr das Ganze jetzt mit einem Brushless-Motor kombinieren, dann würde das System instant nach dem Zyklus einfach abrupt abgebremst werden. Bedeutet, die Nozzle würde eigentlich gar nicht aufgezogen werden. Natürlich kommt ein bisschen auf den Motor drauf an, aber im Regelfall, Batsch, Aktivbremse 100%, das Ding bleibt instant einmal stehen. So, und was wir vielleicht gerade schon festgestellt haben, die Nozzle bei 100% AB in Kombination von dem Gate ist nicht wirklich konstant. Bedeutet, jetzt messen wir mal hier zum Beispiel. 100% AB, haben wir hier noch eine Restlänge von 10,16. Schreiben wir uns wieder auf.
100% AB, Schusstest oder Zyklus 1, 10,61 mm. So, jetzt machen wir das Ganze einfach mal noch ein bisschen weiter. So, müssten wir schon sehen können, oder? Schaut mal die Nozzle jetzt an. Jetzt sind wir bloß noch bei 8,66 und das bei 100% AB 8,66. Wir machen mal nochmal zweimal oder so. Ich meine, ihr könnt's wahrscheinlich auch schon sehen. Warte mal, ich messe noch einmal raus und dann zeige ich es euch einfach mal. 8,7, das ist fast wie gerade. Jetzt kommt es wieder ein wenig weiter raus. Dann sind wir bei 9,87. Also ihr seht, worauf ich hinaus möchte letztendlich. Vielleicht kann man es im Video auch ein bisschen erkennen, wenn ihr mal auf die Nozzle vorne ein bisschen achtet. Ich versuche mal meinen Finger nicht zu bewegen und an derselben Position einmal zu heben. Ja gut, es geht nicht wirklich. Aber vielleicht kann man es hier ein bisschen an dem Schriftzug erkennen. Seht ihr das? Also die Aktivbremse auf 100% schwankt wie Hölle und ist nicht wirklich konstant. Bedeutet, die Nozzle bleibt 5 mm stehen oder mit einer Toleranz von 4 bis 5 mm stehen, wo sie gerade Lust und Laune hat. Das funktioniert also, so eine AB funktioniert also nicht exakt genauso, wie man es eigentlich erwartet. Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich möchte darauf hinweisen, dass einfach die Aktivbremse so gut wie keinen Einfluss einmal darauf hat, ob das Ding funktioniert oder nicht funktioniert. Machen wir den Gegentest. Wie vorhin schon angesprochen, ich finde sogar, weil ich es eben im Vorfeld schon mal getestet habe, ich finde sogar die AB mit dem Core funktioniert sogar fast ein bisschen konstanter. Machen wir hier einfach ganz kurz mal denselben Test. Semi, machen wir wieder 3-4 Schuss. So, dann nehmen wir uns auch hier jetzt vorne mal die Länge mit dem Messschieber, wie die Nozzle einmal steht. Ach, Messschieber sollte man vielleicht einschalten. Hat Vorteile, habe ich gehört. So, hier sind wir jetzt bei einer restlichen Nozzle-Länge von 15,64. So, dann messen wir nochmal. 15,6, also identisch. Messen wir nochmal. 15,7. Also ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Die Nozzle bleibt in dieser Kombination Core und Warhead deutlich konstanter an ihrer Position stehen, wie mit dem Aster oder mit dem Titan. Bedeutet, die AB vom Titan, die schwankt etwas stärker von der Nozzle. Dementsprechend empfiehlt natürlich Warhead auch, dass ihr es beim Titan runterdreht, da das Ding auf 100% einfach nicht arbeitet oder es funktioniert halt einfach nicht. Und wie gesagt, wenn ihr das Ding runterstellt auf 20%, dann ist es letztendlich fast genauso, als würdet ihr gar keine AB drauf geben. Letztendlich ist es nur entscheidend, dass eben der Motor, der Brushless-Motor, von sich aus schon über die Gears und über die entsprechende Federstärke einmal abgebremst wird. Hierauf hat also sozusagen die Aktivbremse bei einem Brushless-Motor so gut wie keinen Einfluss. So, und jetzt hoffe ich, ich habe alles relativ verständlich erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwas korrigieren möchtet, dann wisst ihr Bescheid. Jederzeit gerne einmal Kommentarfeld nutzen. Gut Leute, das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein. Machen wir abschließend nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was wir jetzt in diesem Video einmal besprochen haben. Zunächst mal Warhead Ronin Motor, habe ich euch gesagt, finde ich, es wurde ein bisschen zu viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt. Ja, der Motor sieht super aus, aber ob das Ding jetzt zweimal eloxiert ist und da irgendwie so ein Drachen drauf gelasert hat, das ist, wie gesagt, das macht den Bock nicht fett. Da hätte man sich also ruhig ein bisschen Geld sparen können und hätte das Ding auch einfach nur rot machen können, meiner Meinung nach. Und was ihr auch gesehen habt in der Statistik, auch in den Werten, der Ronin ist im Vergleich zu den Standard-Warhead-Motoren nicht wirklich besser. Gerade in den Systemen, die wir betreiben, wie gesagt, bis maximal 2 Joule, 13,1er Gearset drin oder 18,1er, da bringt es der Warhead nicht wirklich. Also da müsst ihr schon wirklich ja, ein System haben, sage ich mal, M140, M150, 13,1er Gearset. Dann würde gegebenenfalls so ein Ronin einmal Sinn machen für 200 Euro. Ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass der Bass, der günstige Bass mit einem gegossenen Gehäuse von der Performance immer noch am besten ist. Und gerade auch auf den Preis bezogen. Denn der kostet halt nur die Hälfte wie so ein Ronin Motor.
Also hier muss man sich wirklich gut überlegen, ob man eben hier so einen Ronin sich einmal einbauen möchte. So, dann der nächste Punkt, Aussetzer oder Motoraussetzer mit der Honey Badger konnte ich jetzt lösen. Wie gesagt, war wirklich nur am Akku gelegen. Hier also beachten, wenn ihr euren Warhead-Motor einbaut und ihr triggert recht schnell und ihr merkt dann irgendwann, dass ihr einen Aussetzer drin habt, bedeutet es, ihr habt nur so ein Zucken am Pistolengriff, aber die Waffe löst nicht aus. Dann gegebenenfalls einmal Akku prüfen, eventuell ist er schon alt, eventuell regeneriert er nicht schnell genug oder er ist halt einfach nicht mehr der Beste. Also wie gesagt, hier darauf achten, eher bessere Zellen zu verwenden. Wie gesagt, mein Turnigy, mein Nanotech, der war halt nicht mehr so gut. Muss man aber auch erstmal drauf kommen, dass das der Fall ist. Und hier kann man vielleicht nochmal ansprechen, wenn ihr zum Beispiel mal ein Gate Titan bei euch verbaut habt und zum Beispiel einen Bluelink connected oder einen Bluelink dran verbindet, dann könnt ihr die Software ja parallel laufen lassen, wenn ihr triggert. So, und dann kann man dieses Phänomen nämlich sehr schön beobachten, dass euch in der Statistik immer die aktuelle Volt von dem Akku angezeigt wird. Bedeutet, ihr seht wunderbar, wenn ihr da wirklich mal 20, 30 Schuss extrem schnell triggert, dann seht ihr richtig, wie einfach der Balken einfach von dem Volt drop und immer weiter abfällt. Und wenn ihr dann den Trigger loslasst und vielleicht mal 1 Sekunde, 2 Sekunden Pause macht, dann seht ihr einfach, dass die Volt wieder ansteigen, also der Akku sich wieder regeneriert. Wie gesagt, könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr einen Titan oder einen A-Star habt und eben so einen Bluelink oder halt das Ganze an die Software einmal ansteckt. Sehr interessant, wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, gut, man triggert halt, das Feld kurz steigt wieder, aber dass es so gravierend ist, dass also die Akkus so weit runterfallen können von den Volt, wusste ich bis jetzt auch nicht. So, und der letzte Punkt ist eben das Thema Aktivbremse. Das habe ich euch gezeigt, ich habe es euch rausgemessen. Das ist relativ wurscht. Also gerade diese Aussage würde ich revidieren, wenn man immer wieder liest, gerade in gewissen Foren, dass man unbedingt einen Titan braucht für einen Warhead-Motor. Und das ist, wie gesagt, das ist Quatsch. Hier ist ein Warhead drin, läuft einwandfrei, da ist ein Warhead drin, läuft einwandfrei, da oben ist ein Warhead drin, läuft einwandfrei. Also wie gesagt, es ist nicht unbedingt entscheidend, welches EFCS ihr habt. Leviathan läuft problemlos, Begadi Core läuft problemlos, A-Star läuft problemlos und Titan läuft bei mir auch einmal problemlos. Perun Hybrid müsste auch funktionieren. Muss ich mal nochmal gucken. Wo habe ich ein Perun Hybrid drin? Müsste ich nochmal schauen. Habe ich aber auch schon mal kombiniert gehabt. Perun Hybrid in Kombination von einem Warhead hat bei mir auch wunderbar einmal funktioniert. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Und hier jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss auch nochmal kurz die Information für euch. Wie gesagt, ich bin nicht vom Fach, ich bin kein Elektriker, ich habe keinen blassen Dunst von dem ganzen Zeug und bin dementsprechend auf eure Hilfe oder eben auf gewisse Hilfe angewiesen, um so ein Video produzieren zu können. Sollte also hier irgendwo ein Fehler drin sein bei der elektronischen Erklärung oder sowas, oder kann man das vielleicht ein bisschen ausschweifen oder schöner erklären und ihr kennt euch einfach sehr gut aus, dann bitte jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen und wer einfach das gut erklärt oder einfach mich vielleicht ein bisschen gut korrigiert kann, dann pinne ich den Beitrag oder den Kommentar oben wieder einmal an. Gut, Leute, ansonsten, wenn es gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Like, Abo, Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein!